Drown yourself in the neon. You came to this place to hide away in the dark. You tell yourself you need to move on, but one night in the shadows can't ease your broken heart. They turn the volume up, you shut your mind. Wanna escape your thoughts for a little while. Hallo, ich bin Benny. Ich bin Lisa und das ist Bodhi. Und das ist unser Van Money. Many Miles. Many Miles. Hier ist die Küche mit unserer kleinen süßen Spüle und unseren Vorratsgläsern. Hier sind so ein paar Kisten. Da wollen wir vielleicht noch einen Schrank hinbauen, sind wir uns aber noch nicht so sicher. Genau. Hier haben wir dann meistens Tee drin oder so. Kochen tun wir im Moment noch mit unserem auch nicht so geputzten Gaskocher. Den stellen wir dann immer hier drin halt. Oder manchmal draußen, je nachdem wie das Wetter ist. Wir wollen dann aber eigentlich hier noch ein festes Kochfeld installieren. Das ist halt jetzt noch nicht passiert, aber ich denke schon, dass ich das möchte. So, hier ist unsere Schublade, die Benny auch komplett selber gebaut hat. Da war er also richtig stolz drauf, weil... Das war der Endgegner. Der Endgegner, eine komplette Schublade bauen. Mit einfräsen und den Boden hinten reinschieben und allem drum und dran. Und hier ist ja auch nichts irgendwie gerade, das heißt auch die Schublade ist eher so ein Parallelogramm. Genau, aber das passt trotzdem. Ja, sieht auch ein bisschen unaufgeräumt aus. Ich habe zwar jetzt mal angefangen, hier mir so eine Kästchen zu häkeln. Das ist nicht euer Besteckfach, oder? Das ist, und ja, auch Besteckfach. Besteckfach, alles, ja. Wir hatten Budget X und haben dann festgestellt, dass wir dafür nur Schrott kriegen. Ja. Also wir haben gesagt, 5.000 Euro nehmen wir in die Hand und gucken mal, was es dafür gibt. Und ganz zufällig... Wir waren, kurze Story am Rand, wir waren in Chemnitz einen angucken. Das war sogar der erste, den wir angeguckt haben. Der war ganz lang, also das war ein L3, H3 glaube ich sogar. Und der kam 5.000 Euro und wir waren dann beim TÜV und haben den checken lassen. Das kann man machen für 30 Euro. Immer eine gute Idee bei der Probefahrt. Und der gute Mann beim TÜV, der war so verzweifelt und so mitfühlend mit uns, dass er gesagt hat, ich nehme euch die 30 Euro nicht ab, aber kauft das Auto nicht. Kauft es nicht, tut euch und eurem Kind das nicht an. Und wir so, okay. Wir fanden das voll geil. Wir sind da rumgekutscht mit dem Ding, dachten, boah, cool. Das riesengroß, ist unser Auto, Vollplatz. So. Das halt drinne, wenn man spricht, das ist so riesig. Ja, aber ich gesagt, nee, macht's lieber nicht. Ja, dann hatten wir ein kurzes Down und waren ein bisschen verzweifelt und haben gedacht, wir kriegen halt nichts mehr. Und jeden Tag trotzdem reingeguckt in die ganzen Plattformen. Und dann war ein Tag, wir gucken rein, haben den Money gesehen. Und ich habe gesagt, wir müssen da jetzt sofort hin. Und wir haben ja das Glück, flexibel zu sein. Und dann sind wir da hingefahren und haben eigentlich direkt gesagt, vom Gefühl her und von allem, der ist es und der muss es sein. Dann haben wir unser Bettchen. Wir können tatsächlich auch für quer alle drin liegen. Glaubt uns immer keiner, weil der Sprinter ja oben so schmal wird. Soll ich das mal zeigen? Da haben wir unseren Schrank nämlich extra so gebaut, dass wir unsere Füße noch drunter machen können. Und dann können wir alle hier für quer liegen und haben super viel Platz. Und wenn das Wetter mal scheiße ist, dann können wir auch hier drin essen. Dann ist das unser Trinnentisch. Oder ich arbeite hier auch gern, wenn ich am Facebook oder Instagram was mache. Dann sitze ich halt auch hier. Was perfekt ist, mit dem Licht von oben hat man super Licht. Hier sind unsere Sachen. Also das ist Bennys Seite, das ist meine Seite. Die quillt immer leicht etwas über. Aber wir kommen damit ganz gut hin. Hier haben wir meine Ecke. Also hier ist Bodhi sein Spieldings da. Und hier habe ich so meistens immer noch ein paar Bücher stehen, die ich dann lese abends. Und die super geile Leselampe. Die kann man aufladen. Unser voll das geile Gadget. Ja, wir haben halt, als wir den Bus gebaut haben, mit dem ganzen Holz und den ganzen Löchern überall, waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, das hat so ein bisschen Baumhaus-Flair. Und da habe ich gedacht, okay, dann bauen wir noch einen Baum rein. Und gestehen müssen wir, es gab halt so ein paar unschöne Ecken, die wir halt mit dem Baum einfach
verdeckt haben und zugemacht haben, dass man das halt nicht mehr sieht. Der ist allerdings noch nicht fertig, der muss noch, ich will den noch spachteln und dann kommen noch Blätter dran und noch mehr Lichterketten, damit es dann ja, voll gemütlich und märchenhaft ist für den kleinen Brody. Wir haben halt wirklich den Vorteil gehabt, dass 1, 2 Leute sich mit Holz sehr gut ausgekannt haben. Die haben gesagt, nehmt für das bitte das Holz, nehmt dafür Fichte, nehmt dafür Rosenholz und dafür Eiche. Das ist schon eine Wissenschaft an sich. Und dann ist halt dieses gute Werkzeug. Also ich habe jeden Tag in der Werkstatt mir irgendein Gerät zeigen lassen und was macht man denn damit? Ja, damit macht man die und die Oberflächen so und das ist so eine Fräse und so. Und dann denkt man so, geil, da könnte ich ja das machen, da könnte ich das machen. Und dann denkt man sich, okay, dann geil, da kann ich ja eine eigene Schublade bauen oder ich baue mir eine eigene Dusche oder ich kann das so einfräsen, dass ich ja alles irgendwie ohne rechten Winkel machen kann und alles irgendwie so schief und krumm und organisch oder Baumhausig. Ja. Man muss halt nicht immer in Ecken und Kanten denken, also man kann einfach kreativ sein. Gerade Holz ist ein Werkstoff, der einfach super viel zulässt. So. Als erstes hat er das Bett gebaut, so mit so einer Lattenkonstruktion und da kam er nach Hause und ich habe gedacht, ach du Scheiße. So, weil das war etwas katastrophal, etwas schief und dann waren wir bei unserem Kumpel, beim Stefan, der Vandeloy, in der Holzwerkstatt und dann kam er nach Hause und hat gesagt, boah, es gibt Oberfräsen, es gibt dies, es gibt das und dann war er weg für eine Woche oder so. Und dann hat er das alles selber gebaut und gefräst und gemacht und richtig geil. Ja, die ganzen Regale, die sind übrigens, das sind alles Reststücken. Also wir sind jetzt nicht so, wir haben ja, genau, durch diese ganzen Formen, die wir hier haben, bleibt natürlich viel Restholz übrig und da hat Benny die ganzen Regale draus gemacht. Was natürlich super passt, weil es auch wieder alles schön rund ist. Hier sind Bodis Windeln, wobei wir gerade umstellen auf Stoffwindeln, aber wir haben da nicht genug, um damit unterwegs das komplett durchziehen zu können. Hier ist meine Häkel- und Bastelkiste. Eins von meinen vielen Hobbys. Dann haben wir hier Essen und dort ist nochmal Geschirr und ganz unten ist so eine Werkzeug-Ramsch-Irgendwas-Kiste. Hier haben wir noch mehr Bastelzeug von Lisa, weil ich muss halt immer alles dabei haben. Dort ist nochmal so ein Stopffach für Sachen und Zeug. Und hier haben wir die Hundehütte, damit die während der Fahrt auch sicher verstaut sind. Und das kann man auch nach hinten offen machen. Also nachts, wenn der Kofferraum leer ist und wir oben schlafen, haben die halt den ganzen Kofferraum zum Rumlaufen. Wir haben den ja ausgebaut, damit, wir sind ja beide Tätowierer, ich jetzt mehr oder weniger in Elternzeit und Benny, der arbeitet und wir arbeiten auf dieser Gastspot-Basis. Das heißt, wir fahren halt immer in irgendein Studio, mieten uns da ein und arbeiten da und das war auch so das Ding, weshalb wir so einen Bus brauchten, damit wir halt einfach mitkommen können, also Budi und ich. Und ja, jetzt sind wir die nächste Zeit immer noch mal ein bisschen arbeiten und wenn das gut geht, kann der Benny auch noch mal 2 Monate Elternzeit nehmen und dann wollen wir über den Winter wegfahren ins Warme. Hier haben wir unser Badezimmer. Wir haben uns für so ein Eimerklo entschieden, weil wir haben überlegt, vielleicht hier noch eine Dusche rein, also da eine Nasszelle draus zu bauen mit Dusche. Sind uns da jetzt aber gar nicht mehr so sicher, aber deswegen haben wir uns erstmal nur für so ein Eimerklo zum Reinstellen entschieden, weil wir erstmal nichts fest installieren wollten. Genau. Ja, und früh mache ich halt hier auf und dann ist das mein nicht so geputzter Badezimmerspiegel oder putze ich hier früh meine Zähne. Voll super. Das sind meine Öle von Young Living. Mit denen arbeite ich seit 3 Monaten oder so. Hier habe ich noch mein Öle-Notizbuch, das ich übrigens selber gemacht habe. Da habe ich immer so meine wichtigsten Lieblingsöle dabei, weil die Kiste kann ich ja nicht immer überall mit hinschleppen. Ja, genau, und da gibt es dann für alles eigentlich ein Öl, also für alles. Hier ist eine Mischung, Gentle Baby, die kriegt der Bodi immer. Also die mache ich dann immer in einen Diffuser, der ist auch immer mit dabei da hinten. Und genau, Lavendel kann man auch nehmen, wenn man gestochen worden ist zum Beispiel. Oder Zedernholz. Das diffuse ich auch immer ganz gerne, wenn wir abends die Tür auf haben, weil das wehrt die Mücken ab. Voll super.
Also ich bin Vertriebspartnerin von Young Living und mache das auch über Instagram ganz viel und da berät man dann die Leute, wie man die Öle anwenden kann. Und dann mache ich auch ganz viel Sachen selber. Zum Beispiel haben wir hier Deo-Roller. Einer für mich und einer für Benny, weil wir unterschiedliche Gerüche gern mögen. Das ist mit Ölen gemacht. Dann habe ich hier mit Copaiba-Öl und Kokosöl. Das ist für den Body, wenn der zahnt. Da kriegt er das so ein bisschen drauf geschmiert und das beruhigt und lindert die Schmerzen. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man da so machen kann. Wir haben gedacht, dass wir, wenn wir so 3 Wochen unterwegs sind, dass wir irgendwie Dinge wirklich vermissen. Und es ist so, wenn wir nach Hause fahren, dann fällt uns auf, dass wir uns auf die Badewanne freuen oder halt auf eine Pizza. Und dann hast du halt Pizza gegessen, liegst in der Badewanne und am nächsten Früh willst du eigentlich schon wieder los. So. Aber wir sind ja zurzeit mega viel unterwegs und es wird jedes Mal schlimmer, das nach Hause kommen. Also jedes Mal, wenn wir nach Hause kommen, fuckt uns das irgendwie mehr ab und wir haben da irgendwie gar keinen Bock mehr drauf. Also wenn uns jemand fragt so, ach, ihr lebt gar nicht Vollzeit im Van, ihr habt noch eine Wohnung, sage ich immer, ja, noch. Also es ist nur, glaube ich, eine Frage der Zeit, wie lange wir noch eine Wohnung haben. Wir haben halt eben zu Hause auch so einen Haufen Zeug, was halt irgendwie, ja, keiner braucht. Und Lisa ist halt so oft zu Hause und sagt halt, boah, die Luft ist hier so stickig, aber es ist halt eben, es ist nicht die Luft, es sind die Wände, so, was uns nervt. Ja. Und jedes Mal, wenn wir wieder nach Hause kommen, sortiere ich säckeweise Zeug aus, was entweder verschenkt wird oder wegfliegt oder irgendwas, weil du kommst nach Hause und denkst dir, boah, du brauchst den ganzen Scheiß nicht. Also es ist alles, was hier drin ist. 2 Tage mit eBay erstmal zu tun, so, kommt alles weg. Ja. Also ich war halt auch immer so, ich bin auch manchmal noch so, ich zerdenke die Dinge und denke auch immer, ja, und das geht nicht deswegen und das geht nicht deswegen aber nee, es ist Quatsch, es fängt halt im Kopf an und man muss einfach machen. Also es ist jetzt so, wir sehen irgendwas, ich sehe auf Instagram irgendein Festival oder irgendein Treffen und sage, ja, wollen wir da hinfahren? Ja, okay. Und dann wird nicht mehr drüber nachgedacht, dann werden die Tickets gekauft und dann wird halt festgestellt, scheiße, an dem Tag ist das und da sind noch die Termine. Scheiß drauf, dann verschieben wir die halt oder so. Es ist halt... Ja, das, was ich von meiner Frau auf jeden Fall gelernt habe, ist so einfach mal Ja sagen. Einfach Ja sagen und gucken, was passiert, weil über ein Nein ärgert man sich danach meistens. Genau. Wenn man immer sagt, ja, was, irgendwann sitzt man da und denkt sich so, hätte ich mal das gemacht oder damals, da war das und warum haben wir das nicht gemacht? So, wenn du es gemacht hast und es eine Scheißerfahrung war, dann hast du es aber gemacht und du weißt, dass es eine Scheißerfahrung war, aber du hast es gemacht. Du hast nicht dieses, was wäre gewesen, wenn? So. Das ist eigentlich so mein Lieblingsplatz. Die Leute sollen halt nicht immer so viel Angst haben und nicht immer nach Ausreden suchen und immer irgendwie... Ein neues Leben ist meistens nur eine Entscheidung entfernt. Ja, und alles ist halt irgendwie möglich, wenn man es will. Wenn man es will und das Herz dafür schlägt, ist halt eigentlich alles möglich. Ja. So. Wenn auf dem Festival dann Leute kommen und sagen, hey, ihr macht das so toll mit euren, dass ihr so fahrt und sowas, aber das würde bei mir gar nicht gehen und das traue ich mich gar nicht und meine Freundin, die würde da nicht mitmachen oder so. Das ist halt, eigentlich ist es wirklich immer nur eine Entscheidung. Und dass man sagt, okay, ich probiere es einfach mal anders. Und dann lernt man auch Leute kennen, die eben doch einen anderen Lebensentwurf haben. Und die einfach... Und man darf sich selber nicht im Weg stehen. Wir haben jetzt auch gedacht, so jetzt mit dem Busausbau, das hat so viel Spaß gemacht und der ist halt jetzt auch wirklich irgendwie anders als das, was man halt so gesehen hat bis jetzt im Internet und durch diese ganzen Formen und so. Und haben uns jetzt viele angesprochen und dann haben wir auch so gedacht, warum macht man das nicht noch? Warum bietet man das nicht noch an, zu sagen, hey, wir bauen euch euren Bus aus oder wir bauen halt jetzt vielleicht noch einen, den man dann vermieten kann oder irgend sowas. Einfach so. Früher hätte ich dann gesagt, nee, das können wir dann nicht machen, weil dies oder weil das. Und jetzt sagen wir uns halt einfach, hey, scheiße, wir machen das. Und jetzt steht auf unserem Bus vorne drauf, liebe Campervans und dann geht es halt los. Und entweder das klappt oder es klappt halt nicht, aber wir haben es halt einfach probiert. Come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. Get lucky, you up
up all night to the sun. You're up all night to get some. You're up all night for good fun. Get lucky.